Gerade im Bereich Innovation und Ausgründung hat sich die TU München in den letzten Jahren einen herausragenden Ruf erarbeitet. Die besondere Kombination aus exzellenter Forschung, hochwertiger Lehre und optimalen Studienbedingungen macht die TU zu einer der innovativsten Universitäten der Welt. In diesem Jahr verleiht Präsident Prof. Wolfgang Herrmann nun zum 6. Mal den Presidential Entrepreneurship Award an Spin-offs der Universität. Was die Technische Universität München besonders ausmacht, das ist neben der wissenschaftlichen Exzellenz ihr unternehmerischer Geist, der sie trägt. Und das sage ich im 150. Jahr seit unserer Gründung mit besonderem Stolz. Deshalb freut es mich auch im Jubiläumsjahr, den Presidential Entrepreneurship Award an Menschen zu vergeben, die es geschafft haben, aus der Wissenschaft heraus Innovationen, also marktgängige Produkte, Verfahren, Dienstleistungen auf den Weg zu bringen. Nominiert für den Presidential Entrepreneurship Award ist Park Here. Laut neuesten Studien sind etwa 30% der Autos in den Städten parkplatzsuchende Autofahrer. Park Here hat dafür eine effiziente Lösung entwickelt. Park Here entwickelt intelligente IoT-Parkplatzlösungen. Das Kernprodukt, für das man uns kennt, ist der energieautarke Parkplatzsensor. Das bedeutet, dass die Autos, die über den Sensor drüber fahren, die Energie im Sensor erzeugen und der Sensor somit keine Batterie hat, die gewartet werden müsste, keine externe Stromversorgung hat, was eine Installation sehr einfach und kosteneffizient macht. Um der steigenden Auftragszahl gerecht zu werden, hat Park Here eine professionell aufgezogene Produktion in den eigenen Räumlichkeiten eingerichtet. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Endfertigung in-house zu lassen, einfach weil es bei so einem innovativen Produkt und bei so einer Hardwarefertigung einfach unglaublich viele Neuerungen gibt, wo man erstmal selbst die Prozesse lernen muss und verstehen muss, bevor man das wirklich outsourcen kann. Bis heute ist die TU ein wichtiger Partner von und für Park Here. Also die TU ist auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstelle für fähige Mitarbeiter. Und für uns ist es natürlich auch ein Qualitätssiegel, wenn jemand von der TU kommt, weil wir dann wissen, dass da ein gewisser Erfahrungsschatz dann da ist. Seit der Gründung 2015 wird die Firma immer größer. So sind wir dann stetig eigentlich gewachsen. Heute sind wir jetzt ein Team von ungefähr 30 Leuten, wo wir ein ganz breit aufgestelltes Kompetenzspektrum haben. Im Jubiläumsjahr 2018 außerdem nominiert ist Customized Drinks. Exzellente Technik gepaart mit einer einfachen, aber genialen Idee. Customized Drinks hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lebensmittelmarkt zu revolutionieren. Wir wollen den komplizierten Herstellungsprozess von Lebensmitteln und Getränken so einfach machen, dass es jeder machen kann. Mit ihrem Braufässchen ist Customized Drinks deutschlandweit und auch international durchgestartet. Doch gerade die Anfänge waren nicht leicht. Die ersten Versuche waren sehr lustig. Wir hatten teilweise sehr, sehr bittere Biere, teilweise mal und einfach verrechnet bei der Bitterstufe und so. Aber nach so einem halben Jahr hat es dann sehr, sehr gut funktioniert. Schon von Anfang an war es für die Gründer klar, dass sie nicht einfach nur Bier brauen wollen, sondern auch die komplette Produktion übernehmen. Bei uns waren es zwei große Herausforderungen. Einmal eher eine ingenieurswissenschaftliche mit der Entwicklung des Ventils und der Aufbau und die Entwicklung unserer Produktion war, glaube ich, eine zweite große technische Herausforderung. Gerade auch, um im Wachstum immer die Produktion auch mit skalieren und entwickeln zu lassen. Um den Brauprozess zu Hause zu beschleunigen, hat das Team ein spezielles Ventil entwickelt, das anders als beim herkömmlichen Brauprozess bei Überdruck brauen kann. Hier kommt eine besondere Kombination zum Tragen, die Customized Drinks und auch die TU München verbindet. Ich denke schon, dass die TU da ziemlich stark ist, ganz verschiedene Bereiche zusammenzubringen. Insbesondere ist bei uns ja Lebensmitteltechnologie, Brauwesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Maschinenbau mit dem Ventil, mit unserem Überdruckventil. Die beiden Bereiche konnten vor allen Dingen bei uns sehr stark gefördert werden. Und schließlich ist in diesem Jahr noch nominiert Navis. Verwinkelte Museen, Lagerhallen oder riesige Flughäfen. Gerade in größeren Gebäuden fällt Orientierung oft schwer. Indoor-Navigation macht es nun Mitarbeitern oder Besuchern leichter, sich zurechtzufinden.
Navis ist ein Spin-off aus der TU München ausgegründet und was wir machen ist, wir bringen GPS und Maps, das es draußen schon gibt, ins Gebäude. Während normale GPS-Systeme in Gebäuden schnell an Grenzen stoßen, kommt die Technik von Navis ganz ohne Sender und Satellitensignale aus. Mit ihrem Trolley scannen sie große Räume, digital und maßgenau. Wir haben einfach realisiert, wenn wir Positionierung ermöglichen wollen, dann brauchen wir eine Karte. Und um eine Karte zu erstellen, können wir nicht einfach mit dem Satelliten drüber fliegen oder mit dem Flugzeug oder einer Drohne. Wir müssen ins Gebäude rein. Und das ist einfach das effizienteste Gerät, mit dem man das machen kann, bis heute. Der neue Trolley Navis M6 lässt sich einfach und schnell aufbauen und ist mit neuester Technik ausgestattet. Das Team hat sich seit der Gründung 2012 ständig weiterentwickelt und ist schon jetzt zum Marktführer in seinem Segment geworden. Also es war schon auch ein langer Weg, aber inzwischen in 30 Ländern haben wir Kunden und Vertriebspartner. Und ich glaube, das spricht für sich. Das hätten wir auch nie gedacht, dass es so schnell so eine globale Reichweite bekommen könnte, das Thema. Neben Büros in München und New York ist der nächste große Schritt der asiatische Markt. Mit der TU arbeitet Navis bis heute eng zusammen. Das eine ist sozusagen infrastrukturell, was man mitbekommt. Also das heißt, dass wir einfach mal die Nähe zur TU München hatten, dass wir Räumlichkeiten nutzen durften, dass man sich sozusagen austauschen konnte. Und das ist also eine Vielzahl von Sachen, die aus diesem Umfeld an Energie sozusagen für uns zur Verfügung standen. Karl von Linde war unser erster Ausgründer. Er hatte den Kühlschrank erfunden und daraus die Lindes Eismaschinen als Firma gemacht, die heute als Linde AG mit über 60.000 Mitarbeitern weltweit hoch erfolgreich ist. Diesen Spirit, diesen Erfolg, den wünsche ich auch den jungen Unternehmen, die ich heute auszuzeichnen die Ehre habe.